Hallo, liebe Leute, schön euch alle zu sehen. Live auf YouTube und auf Facebook habe ich gehört. Ihr könnt uns schreiben im Chat und vielleicht beantworten wir später wieder ein paar Fragen. Und es gibt im Moment noch keine Untertitel, weil wir live sind, aber morgen wird es für dieses Video auch Subtitles geben auf Deutsch. Ja, ich bin Manuel, wie ihr vielleicht wisst, und ich sitze gerade bei mir zu Hause, denn ich bin ein bisschen angeschlagen noch. Ich habe eine Erkältung. Aber wir haben heute wieder zwei rasende Reporter, nämlich Kari und Janusz. Die sind unterwegs in Berlin, um euch zu zeigen, wie es hier im Herbst aussieht. Und ich würde mal sagen, Kari und Janusz, wo seid ihr gerade? Oh, wir hören euch noch gar nicht. Bin das nur ich oder? Äh, oh Gott, schon wieder technische Probleme. Das war doch schon beim letzten Mal so. Ich frage mal kurz Chris, unseren Produktionsleiter. Kannst du die beiden hören? Gib mir mal ein visuelles Zeichen. Kari, du kannst ja schon mal per Gesten. Okay, Chris hört dich auch nicht. Vielleicht musst du noch mal neu reinkommen in den Stream. Und währenddessen erzähle ich euch, wer hier so in den Kommentaren ist. Hallo aus Ägypten, schreibt Sondos. Hallo. Und Hallöchen, schreibt Mohammed. So hier schreibt, wir hören nix. Ja, das versuchen wir jetzt zu lösen. Hallo aus Seoul. Hallo, HK. Ja, irgendwer hat eine Frage. Eure Fragen könnt ihr einfach in den Chat schreiben und wir werden versuchen, ein paar zu beantworten. Hallo aus Paris. Hallo Lucy. Hallo aus Keiner Tunesien. hört mich. Ah, da bist du. Hallo Kari. Hallo, da bin ich wieder. Hörst du mich? Wir hören dich. Klar und deutlich. Guck mal, Manuel, ich bin heute Ja. für dich und für alle anderen Zuschauerinnen und Zuschauer an einen ganz besonderen Ort gefahren. Warte, jetzt siehst du noch nichts. Du siehst nur die Schönheit Berlins. Wir sind über den Dächern der Schrebergärten. Ein Ja, über die wir schon Schrebergarten. häufiger berichtet haben im Podcast, dass das etwas sehr Deutsches ist, so ein Schrebergarten. Eine Gartenkolonie. Da ist Ja. Janusz. Oh, Janusz, du hast uns ein Bier aufgemacht. Das ist aber lieb von dir. Und jetzt zeige ich dir den Ort, an dem wir sind. Wir sind nämlich hier an der Bornholmer Straße, schon fast die falsche Straße genannt. Hier sieht es so aus. Es ist noch nicht so besonders schön, aber diese Brücke, die ist sehr historisch in Deutschland. Hier ist nämlich am 9. November 1989 als allererstes die Mauer gefallen. Und hier gibt es sogar eine kleine Ausstellung. Sollen wir dir die mal zeigen, Manuel? Sehr gerne. Ich fahre da häufig mit dem Fahrrad vorbei, weil Ja. ich dort in der Nähe auch lebe tatsächlich. Ich verrate nicht genau wo, aber ich fahre häufiger an dieser kleinen Ausstellung vorbei und freue mich, dass wir uns die zusammen anschauen. Okay, ich laufe mal hier rum. So, Und hier vielleicht ist kannst du uns zeigen, wo genau die Mauer auch verlaufen ist, dass man Ja. das mal sieht. Hier ist eine kleine Gedenktafel. Die Mauer, die ist eigentlich unter uns verlaufen. Diese Brücke war quasi einer von den Punkten, an dem man reisen konnte zwischen der DDR und der BRD. Mhm. Und hier unten, da ist im Prinzip, hier ist die Mauer verlaufen. Hier siehst du zwei Leute, die üben Boxen. Und heute, was man so macht, ne? Und heute gibt es hier einen Mauerweg. Also das ist ein Radweg, ein Fußgängerweg. Hier vorne wird es richtig schön grün. Das kann ich nur empfehlen, um dort mal herzugehen. Und ja, hier ist die Mauer gewesen damals. Hier sind die Bahngleise. Und hier über diese Brücke, da gab es also quasi früher einen Grenzübergang. So richtig mit Passkontrolle, Zollkontrolle. Und an diesem Ort sind damals am 9. November 1989 ganz viele Menschen zusammengekommen, als sie im Fernsehen gehört haben,
dass die Grenzen geöffnet werden und die Leute wollten alle rausgehen. Aber damals war das für einige Stunden unklar, ob man jetzt sofort ausreisen durfte oder nicht. Hier gibt es einige schöne, große Bilder, wie die Menschen dann gewartet haben Wow, und ja, diese wie Bilder sie sind emotional. Und jetzt Janusz, werden sie guck mal zur veralbert von Seite. Janusz Schamerski. Genau, hier siehst du so einen Grenzbeamten und da wurde noch diskutiert. Und hier gibt es eine richtig kleine, schöne Ausstellung. Es ist eigentlich kein besonderer Ort. Wie du siehst, es ist eigentlich ein bisschen dreckig. Hier liegen Bierflaschen rum. Ein Aber Scooter es ist, steht in der Gegend rum, so wie überall in Berlin. aber es ist wirklich ein historischer und schöner Ort. Und ich kann euch einen Film empfehlen, um diesen Ort kennenzulernen. Und der Film heißt genauso wie die Straße Bornholmer Straße. Hier Hm. sieht man eine Karte von Berlin und hier sieht man nochmal die Mauer. Wir sind jetzt hier. Wir sind im Norden von Berlin. Das ist Berlin. Hier ist die Mauer hergegangen. Wow. Ja, Manuel. Toll. Und es sieht richtig schön aus. Also das Licht ist gerade sehr, sehr schön. Das ist die goldene Stunde, kurz vorm Sonnenuntergang. Und mehrere Leute auf YouTube und Facebook fragen, ob es sehr kalt ist. Wie ist das Wetter in Berlin? Es ist wirklich langsam sehr kalt. Wie du siehst, trage ich eine Mütze und Handschuhe. Janusz, was sagst du? Wie ist das Wetter heute in Berlin? Ziemlich kalt. Ja, Das ist schon, ja. ja, knallharte Analyse von Janusz. Es ist ziemlich kalt, aber es ist schön, ne? Die Sonne scheint. Ja, Und schön. Man hört ja, Kirchenglocken im Hintergrund bei euch. Kirchenglocken im Hintergrund. Es wird jetzt die Sonne untergehen, deswegen gehe ich mal über die Straße rüber. Und hier sieht man noch ein Stück von der Ausstellung. Ich kann diesen Film wirklich empfehlen. Den schreiben wir nochmal später in die Kommentare. Bornholmer Straße. Und da sieht man, wie das damals passiert ist. Im Prinzip hat dann ein Beamter, ein Grenzbeamter, der hier quasi der Chef war an dieser Brücke in dieser Nacht, Ja. hat dann selbstständig entschieden, die Straße zu öffnen, die Grenze zu öffnen. Und damit war offiziell sozusagen die Mauer gefallen. Und die Ja. Bilder gingen dann um die ganze Welt. Also hier war damals Osten, da drüben war Westen und da standen auch schon Reporter aus der ganzen Welt. Und die haben dann direkt berichtet, dass die Mauer auf ist und noch mehr Menschen sind dann gekommen. Das ist eigentlich verrückt, dass dieser historische Ort, ich meine, das ist ja wirklich Weltgeschichte, heute so ein ganz normaler, so eine normale Brücke ist, wo die Autos sich irgendwie lang quetschen. Die Leute gehen gestresst aus der U-Bahn-Station, die ist dann noch oben, der Eingang zur U-Bahn-Station. Ich Und stehe hier ja, gerade total ungünstig, Manuel. Die Autos kommen rechts und links. Wenn jetzt hier noch eine Tram kommt, uiuiui. ja, bitte passt auf euch auf. Ja. Und während ihr jetzt weitergeht, um uns vielleicht gleich den Sonnenuntergang auch zu zeigen, weise ich nochmal darauf hin, dass ihr uns Fragen stellen könnt. Alles, was ihr wissen möchtet über Berlin, über das Leben in Deutschland, über Kari und Janusz, das könnt ihr uns in die Kommentare schreiben oder in den Chat hier bei YouTube und bei Facebook. Und wir versuchen, die zu Janusz! beantworten. Guck mal, da drüben ist Janusz, ich hab ihn verloren. Janusz! Er läuft mit den 2 Bieren hinter mir her. Ja, ich fange mal, während du auf Janusz wartest, mit einer besonders wichtigen Frage an. Easy German Podcast-HörerInnen werden wissen, worum es geht. Die Frage ist, wie es meiner neuen Spülmaschine geht. Die Antwort ist sehr gut. Ich bin ganz begeistert. Diese Spülmaschine öffnet sich automatisch, wenn der Spülgang vorbei ist, damit die Sachen darin besser trocknen. Ist das nicht toll? Das ist der Wahnsinn, Manuel. Ich finde, wir sollten mal ein Video machen über Über Spülmaschinen. Ja, wie wäre es mit einem super Easy German Video? Manuel erklärte seine Spülmaschine. Das können wir machen. Vielleicht auch noch ein paar andere Küchenutensilien und Gegenstände. Ja, dann Ich wird zeig dir deine mal Mütze Janusz. gelobt. Meine Mütze Schöne wird Mütze. gelobt.
Mhm. Die trage ich vor allem, weil ich war heute beim Friseur und meine Haare sind zu kurz geworden. Oh, da Soll gibt es ich viele mal Memes. zeigen? Ja, zeig mal, komm. Warte, ich So geb schlimm mal. kann es nicht sein. Ja, doch. Ja, so schlimm ist es nicht. Aber Janusz, kannst du mal ganz kurz halten? Ich muss mal meine Haare bei YouTube zeigen und bei Facebook. Hallo, liebe Leute bei Facebook. Guck mal. So Das kurz ist sind doch meine nicht so Haare. kurz, ist doch gut. Janusz, jetzt mach's doch nicht noch schlimmer und komm noch näher. Ja, es ist ein bisschen kurz. Das finde ich Schnell toll, dass wieder du uns drauf. das hier so live zeigst, denn bei Videodrehs, Ja. unser Videoproducer Chris, der weiß das, da sind wir beide immer sehr penibel, was unsere Haare betrifft und Sehr eitel. sehr eitel, genau. Das ist ein Wort, das du noch erklären musst, Manuel. Naja, Eitelkeit ist keine Tugend. Es ist, wenn einem das Äußere sehr wichtig ist, wenn man sich immer perfekt zurecht macht, bevor man sich anderen Leuten präsentiert. Das ist Eitelkeit. Manuel, ich werde dir jetzt einen wunderschönen Sonnenuntergangsblick zeigen. Ja. Die Sonne ist de facto schon untergegangen, aber es gibt hier einen wunderschönen Blick über Berlin. Und noch eine Sekunde, dann haben wir den perfekten Blick und dann drehe ich mich Okay. um. Eine weitere Nämlich- Frage. Jetzt. Oh, wow. Warte mal, ich muss mal einen Screenshot machen hier oder ein Foto. Warte mal, ich mache mal ein Foto. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Prost. mit, So, mit, dem, Janusz, können wir hier anstoßen? mit dem Bier. Können wir das später als Thumbnail machen? Dieses? Gerne. Ach, schön. So, Janusz. Lydia fragt, was ist der Inhalt heute von unserem Livestream? Das ist eine sehr gute Frage. Wir dachten, wir zeigen euch mal den Sonnenuntergang. Der Sonnenuntergang, der ist jetzt schon vorbei. Aber ich finde, das ist doch ein guter Inhalt, oder? Außerdem ist fährt ein- da die Bahn. Wunderbarer Inhalt. Ich finde das nämlich auch so schön an unseren neuen Livestreams, dass wir wirklich mal ein bisschen Berlin und andere Städte hoffentlich auch zu Gesicht bekommen. Ja. Janusz, Ja, was was- sagst du zu diesem Ort? Es ist sehr romantisch in dieser Uhrzeit und mit dieser Ästhetik hier. Wunderschön. Und vor allem wegen dem Gedanken an die alten Zeiten, als auf dieser Brücke wurden die Spione ausgetauscht. Nee, das ist eine andere Brücke. Das Da gibt es auch einen Film mit Tom Hanks. genau, da machen wir unsere nächste Live-Veranstaltung. Das ist, glaube ich, die Glienicke Brücke. Die ist aber an einer anderen Stelle von Berlin. Ja. Ja. Aber das ist eine gute Idee. Wir könnten zu den ganzen Hollywood-Orten gehen und immer von dort Richtig. die Livestreams machen. Es gibt auch mehrere Filme in Berlin, die auf Brücken basieren und auf Brücken gedreht wurden. Stimmt, ja. Ja, wo wollt ihr noch hin jetzt? Ich schau mal, was noch für Fragen kommen, aber wollt ihr noch weitergehen oder bleibt ihr auf dieser schönen Wir Brücke? könnten hier stehen bleiben, wir können auch U-Bahn fahren. Ich dachte, das machen wir jetzt spontan. Vielleicht, oh guck mal, da ist ein Güterzug. Hm. Wir können aufs Bahngleis gehen. Wir können Nee, auf die bitte nicht. Nee, nicht aufs Gleis, sondern an die. Ist das nicht das gleiche Wort? Wenn man da unten steht und auf den Zug wartet. Das ist der Bahnsteig. Ach so, ich dachte, das ist auch das Gleis. Guck Nee, mal. Ach so, ja. Die Nummer vom Gleis findet man da. Ja, also vielleicht müsst ihr uns einen Kommentar schreiben. Was möchtet ihr, was wir jetzt machen? Sollen Ja. wir in den Zug einsteigen? Sollen wir in den Schrebergarten gehen? Auch sehr schön. Ah, Soll Janusz uns zeigen, was er trinkt? Oder sollen wir auf dieser Brücke stehen bleiben und gucken? also es gab definitiv schon einige Kommentare zum Thema Bier. Prost und auch eine Frage hier, Janusz, was ist dein Lieblingsbier? Oh, Janusz, eine Frage Vielleicht- für dich. Kann er diese wichtige Frage kurz Ja. beantworten? Janusz, Traveling Sapiens möchte wissen, Janusz, was ist dein Lieblingsbier? Urquell, Pilz und Becks. Pilsener Urquell und Becks, was trinkst du gerade?
Da ich eigentlich nur freitags trinke, trinke ich heute ein alkoholfreies, zufälliges Bier. Schmeckt aber gut. Okay, und noch eine Frage für Janusz. Denkst du, Janusz. dass Berlin dein bitte? Leben verändert hat? Oh. Nee, dass Berlin sich verändert hat. Ah, tatsächlich, dass Berlin sich Janusz, wie fühlst du dich? im Laufe deines dass Lebens Berlin geändert im hat. Laufe deines Okay, Lebens dazu muss geändert man hat? vielleicht sagen, dass Warte kurz. die beiden erst seit ein paar Jahren in Berlin leben. Seit 7 Jahren. Aber wir sehen Ja. auch schon Veränderungen, oder? Janusz, denkst du, dass Berlin sich geändert hat? Hat es bestimmt, aber ich spüre das nicht. Wir leben in Berlin erst 7 Jahre und das ist zu wenig, um solche Vergleiche zu machen. Dahingehend, wenn ich jetzt nach Münster fahre, Komm, wir drehen uns mal um, damit wir nicht zufällige Leute hier filmen, die gar nicht auf YouTube wollen. dagegen, wenn wir nach Münster fahren, dann sehe ich ganz viele Veränderungen, ganz viele andere Geschäfte. Die Stadt kommt mir schon sehr verändert vor. Aber in Berlin bleibt alles beim Alten eigentlich. Leute sind hier zu beschäftigt mit Feiern, als dass sie irgendwas ändern wollten. Weiß nicht, Manuel. Was sagst du denn, Manuel? Du hast ja auch schon früher in Berlin gelebt. Hat sich die Stadt verändert? Ja, Berlin verändert sich immer. Das sieht man auch an den vielen Baustellen, die es hier immer gibt eigentlich. Und wenn man diese Dokumentarfilme, sagt man das so? Dokumentationen, danke, wenn man sich die anschaut, dann sieht man natürlich, dass sich Berlin in den letzten 30 Jahren unfassbar verändert hat, also kaum wiederzuerkennen. Aber gleichzeitig, ja, die Stadt lebt einfach, ne? Also so von Tag zu Tag fällt es einem nicht so auf. Ja, letzte Frage für Janusz erstmal. Was zockst du heute Abend? Oh, Janusz, Alexander möchte wissen, was zockst du heute Abend? Ich gehe am Freitag mit Manuel zum ersten Mal in einen Proberaum. Und jetzt zocke ich nicht so viel, sondern ich suche nach Songs, die wir dort zusammen spielen könnten. Und habe eine Unmenge interessante Musik runtergeladen. Und da muss ich jetzt mich durchstöbern ein bisschen. Aber spielst du nicht auch mit deiner Oculus heute Abend? Das dachte ich auch, dass es Deswegen, darum ich habe geht. dazu gar keine Zeit. Ich habe ja heute den ganzen Tag schon gearbeitet. Und heute Abend habe ich nur noch ein bisschen Zeit, um mich auf diese Probe vorzubereiten. Okay, das mal finde ich schauen. gut. Also ich Ähm, zocke heute Abend, Alexander. Ja. Wir spielen nämlich Population One. Ja, Das ist ein, ich spiele auch einmal oder zweimal oder dreimal oder viermal. das ist Aber mehr unser nicht. Lieblingsspiel. Und gestern haben Janusz und ich zum ersten Mal zusammen ein Team gehabt und zusammen gewonnen. Wow, Ja, ich und zwar gratuliere euch. mit Style. Mit Style? Ja, mit Style. Wir haben die Leute so angekreist und dann von beiden Seiten angegriffen. Und war schon Herzklopfen. Ja. Ich warte immer Okay. noch darauf, dass wir einen Zuschauer oder eine Zuschauerin finden, die mit uns spielen möchte. Oh, bitte. Ja, ihr könnt bitte, ja mal das wäre eure- So toll. Nach dem Livestream eure Kontaktdaten für euer VR-Spiel unten in die Infobox schreiben. Ja. Dann Oder machen wir so, wenn ihr zufällig Population One spielt auf der Oculus, dann schreibt uns eine E-Mail an info@easygerman.org. sehr Können wir wichtig. sie Aber dann nur mit- dann, wenn ihr das schon spielt. Und können wir sie dann mit der E-Mail erreichen quasi? Einladen? Ja? Ja. Das So, regeln wir. ich habe heute keine Challenges für euch vorbereitet, Weil wir aber wollen zum nämlich- Glück, Ja? hat unser Publikum das gemacht. Und zwar schreibt Steven, bitte gebt jemandem auf der Straße ein Kompliment. Das ist eure erste und eventuell einzige Challenge heute. Wir haben eine Challenge von Steven bekommen. Wir sollen jemandem auf der Straße ein Kompliment machen. Oh Gott, das ist ich nicht. Janusz sagt ich nicht. Ja. Okay. Sind überhaupt Machen wir besonders mal. viele Warte. Leute auf der Straße? Wäre super. Du fährst super gut. Guck mal, der hat sich gefreut. Der ist mit den Rollerblades Ah, wow. vorbeigefahren. Und der springt. Der ist jetzt richtig gesprungen. Seht ihr Wow. leider nicht. Vor Freude hat er Vor gesprungen. Freude ist er gesprungen. Und er hat noch so uns Warte. gezeigt. Schöne Farbe. Ah, Danke. Jetzt hat Janusz jemanden mit,
mit dieser Haarfarbe dort komplimentiert. Und sie hat sich Ah. auch Sie hat richtig sich gefreut. auch richtig Wir gefreut. sollen eigentlich den ganzen Tag hier rumstehen und Komplimente erzählen. Ja. Ja, finde ich gut. Danke, Ja. Steven. Danke, Steven. Danke, Steven. So, also manche Leute sagen, ihr sollt ruhig zu den Gärten gehen. Okay, komm, wir gehen in den Schrebergarten, Janusz. Ja, gerne. Wie kriegt man denn das hier wieder weg, diesen Kommentar? Du musst da nochmal draufklicken. Naja, habe schon weiter gescrollt. Naja, dann richte ich euch mal Grüße aus Mexiko Hallo! und frage, was bedeutet Heimat für euch? Das ist eine schwierige Frage. Das ist interessant, weil mittlerweile merke ich, also wir sind ja aus dem Urlaub zurückgekommen. Wir waren in Frankreich und dann sind wir erstmal nach Münster gefahren. Und Münster war ja immer lange Zeit meine Heimat. Aber ich habe dann gemerkt, ich bin in Münster nicht mehr zu Hause. Also für mich war das nach Hause kommen erst in Berlin. Und deswegen ist jetzt vielleicht, ja, Münster ist auch meine Heimat, aber Berlin ist mein Zuhause. Schwierig, diese Wörter auf Deutsch. Ja. Ja, das geht mir ganz ähnlich. Also Heimat ist so ein großer Begriff im Deutschen vielleicht, aber Heimat ist da, wo man sich wirklich zu Hause fühlt und ich glaube, das ist bei mir mittlerweile auch Berlin. Trotzdem gibt es auch noch die Heimat, Deutschland Dort, wo ist man- meine Heimat. ja, Europa ist Europa. meine Heimat. Die Welt. Die Welt ist mein Zuhause. Genau. Aber So, wo Zuhause geht die- ist da, wo du wohnst. Und Heimat ist ein bisschen mehr, wo du herkommst, oder? Ja, richtig. Oder So, wo jetzt man zeigen groß wir euch geworden die ist. dreckigen Seiten von Berlin. Wir sind jetzt unter der Brücke. Hier fängt es schon an, Manuel. Guck dir das hier mal an. Wie sieht das denn hier aus? Ja, Scooter im Gras. Scooter. Aber vielleicht Fahrrad kannst du auf mal der kurz Straße. erzählen, es waren ja sehr viele Graffitis gerade zu sehen und das Ja. wird häufig gefragt, wieso gibt es in Berlin so unglaublich viel Graffiti? Das soll ich jetzt beantworten? Ja, bitte. Ich weiß es nicht, Manuel. Ich würde sagen, es ist eine internationale Stadt. Und ist das die Mauer? Nee, das ist nicht die Mauer, aber hier stand die Mauer. Janusz, warum gibt es in Berlin so viel Graffiti? Die gibt es doch überall. Aber ich frage mich auch, weil Paris Wem- ist, glaube ich, sauberer als. aber Ja, wer München hat die auch. Energie? Wer hat Hier die gibt Zeit, um dieses... Also manche sind auch hübsch und so, gar nicht schlecht. Aber Hier gibt es einfach mehr Künstler. Das ist die Antwort. Ja, es gibt eine sehr aktive ich glaube, Graffiti-Szene. Leute fühlen sich hier so selbstherrlicher und selbstständiger und wollen sich äußern. Sie wollen sich produzieren. Janusz, ich habe ein Problem. Mein Schuh ist offen. Ja. Aber ich habe keine Hand frei. In der einen Hand ist die Kamera, in der anderen Hand ist das Bier. Oh je. Und dann habe ich jetzt noch den Kopfhörer drin. Warte mal, aber jetzt sieht man so nichts. Soll ich meine Schuhe binden? Bitte. Du kannst sie auf meinen Knie. Warte, aber wir stehen total im Weg hier. Das ist eine Während- Action. Das ist mega Action. Oh, da sieht man ein Lastenrad im Hintergrund. Da wurde ja auch viel drüber debattiert, über Lastenräder. Okay, warte, ich muss da kurz die Kopfhörer wegmachen. So geht das Okay. hier nicht. Janusz, du musst dich jetzt selber zeigen, warte. Warum soll ich mich selber zeigen? Damit die Leute was zu gucken haben. Okay. So, möchtest du eine weitere Frage beantworten? Gerne, ja. Die ist genauso schwierig. Und zwar, warum sind die Fruchtsäfte in Deutschland immer eine Mischung aus 2 Obstsorten? Zum Beispiel Kirsche, Banane, Mango, Maracuja. Ja, die Frage ist, die Antwort ist ganz klar. Die sind es nicht. Die normalen Säfte, die aus einem Saft bestehen, die sind sehr populär, waren immer populär. Aber tatsächlich, es kommt die Mode, Mischungen zu machen. Also es gibt viele Fruchtsäfte-Designer, die versuchen immer wieder die neue Designs auf dem Markt auszuprobieren, was wir auch genießen. Schmeckt lecker. Ich glaube, die Mode kommt aus Polen. Ja, ich wollte nicht angeben, aber tatsächlich Polen überrascht mich gerade da am meisten. Also wenn du nach Polen fährst, probiere all die Säfte und all die Getränke.
die sie dort anbieten. Es ist einfach unglaublich lecker. Ja. Hier wird geboxt. Verzeih mal. Ja, das Warte, ist wasch krass. Du bist so weit. Zeig mal. Oh, da. Aber Ja. die wollen auch nicht gefilmt werden. Ja, sonst boxen sie uns noch. So, Aber, Manuel. Ja, wo geht's jetzt hin? Wir gehen jetzt zum Schrebergarten. Zum Schrebergarten. Das musst du mal erklären, was das ist für alle, die unseren Podcast nicht hören. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, woher das Wort kommt. Also das Wort kann ich nicht erklären. Aber das ist ein kleiner Garten und man nennt das auch Kleingartensiedlung. Also das ist ein Ort, wo ganz viele kleine Gärten zusammenstehen und man kann sich dann dort einen Garten mieten und dort dann selber Obst, Gemüse anpflanzen oder auch einfach nur ein kleines Häuschen bauen und da nachmittags sitzen. Hast du von dem Kirschenweg erzählt? Hier ist übrigens, Vorsicht, Jan. Und Hier fängt einer der schönsten Teile des Mauerwegs an. Hier gibt es so richtige Cherry Blossom Zeit, weißt du? Oh, Kirschblüte. ja, stimmt. Wie in Japan. Gebaut, Ja. gesponsert. Also ist nicht von ganz einem so schön Japaner wie in Japan. gesponsert. Ja, von der japanischen Botschaft. Aber die japanische Botschaft hat diesen Kirschblütenweg gesponsert, sagt Janusz. Wow. Gefährliches Halbwissen. Okay, das ist schön. Auf dem Weg zum Schrebergarten ein Live-Follow-up hier. Ich habe im guten alten Duden nachgeschaut und es kommt oder wurde benannt nach dem deutschen Arzt und Pädagogen D.G.M. Schreber. Der hat 1808 bis 1861 gelebt. Vielleicht hatte er den ersten Schrebergarten. Das könnte sein. Guck mal, es wird Ja. dunkler hier, ne? Ja, Wir jetzt in den und ganz schön flotte Fahrradfahrer hier unterwegs, du. Die heizen nur so an einem vorbei. Harry, wir sollen auf den Also, Janusz sagt, wir sollen vom Weg runtergehen. ach, seid ihr auf dem Fahrradweg gerade? Also der asphaltierte Weg. Ah. Ich weiß nicht, ob das hier der Gehweg ist. Guck mal, hier ist richtig, sind wir schon fast im Wald. Ja, also diese Schrebergärten, die sind so beliebt, dass man da zum Teil jahrelang warten muss, wenn man so einen Platz mieten möchte, so einen kleinen Bereich, auf dem man dann seinen Garten pflanzen kann. Und da gibt es jetzt mehrere Kolonien und da könnt ihr uns zum Abschluss ja nochmal zeigen, wie so ein Schrebergarten aussieht. Ja, da vorne ist gleich ein Tor. Da gehe ich mal rein. Wenn das überhaupt noch geöffnet ist, das ist jetzt natürlich So, meinst du, die die Frage. machen abends zu? Kann Oh. sein. Da kommt wieder ein sehr schneller Fahrradfahrer. Zeig mal. Ohne Licht. Doch, hinten hat er Licht. Licht Nur an. hinten. Janusz möchte gerne wie ein richtiger Deutscher die Leute korrigieren. Licht an. Ah. Oh, hier geht's rein. Guck mal, Manuel. Okay. Juan schreibt, that place is scary. Das ist aber gar nicht so. Es, Nee, ist es nicht wird so. jetzt nur dunkel, aber es ist ein total schöner Ort. Hier geht's rein. Guck mal, da war gerade Ja. eine Maus da unten. Zeig mal. Da, am Anfang stehen immer so schwarze Bretter mit ganz vielen Hinweisen für die Menschen, die dort ihren Schrebergarten haben. Jetzt darf ich hier nicht so laut sprechen, damit ich niemanden hier Nein. negativ auffalle. Sehr dass wir Ärger typisch für kriegen. den Schrebergarten sind die Deutschlandfahne und so kleine so Figuren, die in so einem Garten sind. Zum Beispiel Zeig hier, nochmal. warte, ein kleines Reh. Da hinten seht ihr auch einen Gartenzwerg. Zeig mal. Siehst du den? Er stellt nicht ganz scharf. Genau. Ah, da ganz hinten, da sieht man die rote Zipfelmütze. Richtig. Das ist sogar ein Schlumpf-Gartenzwerg. Wow. Warte, Janusz möchte noch was zeigen. Hier gibt es sogar ein ganzes 7 Zwerge und die. Schneewittchen und die 7 Zwerge. Ja, ein bekanntes Märchen. Ah. Oh, und guck mal, eine Wildschweinfamilie ist da auch. Also das Wow. ist tatsächlich sehr populär im Schrebergarten. Man baut sich eine kleine Hütte und dann Ja. baut man da noch so, wie nennt man das?
Dekoration. Ja. Dekoration, Man mag es Drumherum. gemütlich. richtig. Es gibt aber auch viel, also je nachdem, worauf man spezialisiert ist. Manche Leute sind auf Dekoration spezialisiert, manche bauen auch einfach Obst an oder Gemüse. Aber die Häuser sind riesig. Die Häuser sind schon groß, also das ist jetzt eigentlich ungewöhnlich für so einen Das Garten. ist ein Aber neuer das ist auch Trend. verboten. Ah, ist das schon ist fast- ja. In den meisten Schrebergärten sind sie viel kleiner. Weil da geht Ja. man nur zum Grillen hin. Also man darf da auch nicht wohnen, dauerhaft, glaube ich. Richtig. Normalerweise das hier sind so typische Häuser, Ja. wo man eher so kleinere Häuser hat. Ja, Janusz. Ja. Na, das war ja eine Will schöne ich auch Tour. haben. Janusz will jetzt auch einen Garten haben. Manuel, Ja. gibt es denn noch Fragen aus der Community, die wir noch Wir- beantworten können? Wir haben noch eine ganze Liste an Fragen. Die können wir aber mal speichern und vielleicht demnächst im Podcast beantworten. Ja. Wie sind unsere Pläne für das nächste Jahr? Wird es wieder ein Easy German Special geben? Es ist noch viel zu früh, um über solche Dinge nachzudenken. Ne? Ich habe Was heute ist schon denn ein Easy German Special? Na, wir haben doch ein Silvester-Spezial im Podcast gemacht letztes Ah. Jahr. Ja, das es machen ist- wir. Ja, machen wir. Das, Machen wir Silvester, machen wir Podcast-Spezial im Schrebergarten. oh ja, das wird kalt. Das wäre doch schön. Ja, schön, ihr beiden. Was gibt's noch zu sagen? Es wird dunkel, Manuel. Es wird dunkel, wir machen langsam Schluss. Ja, Vielen Dank, dass ihr euch rausgewagt habt, heute in die Natur sozusagen in Berlin. es hat und uns uns sehr ein- viel Spaß gemacht. Ja, und uns einen historischen Ort gezeigt habt. Ja, also ich kann euch den nur empfehlen, wenn ihr mal in Berlin seid, kommt mal vorbei und guckt euch vorher den Film Bornholmer Straße an. Dann fühlt ihr euch wirklich wie an einem historischen Ort. Dann könnt ihr nämlich verstehen, was dort passiert ist. Wow, jetzt werdet ihr richtig dunkel. Da haben wir jetzt richtig den Abend miterlebt. Ja, Ja, schön. Dann bleibt uns wie immer der Hinweis, dass wir uns sehr freuen würden, wenn ihr uns auf Patreon als Mitglied unterstützt. Wenn ihr ein Mitglied von Easy German werdet, dann bekommt Man ihr sieht uns nichts mehr. äh, Nicht mehr. stimmt. Materialien zum Schnell. Deutsch lernen und viele weitere tolle Dinge. Und ihr unterstützt Aktionen wie diese. Alle Infos findet ihr auf patreon.com/easygerman. Und ja, wir sehen uns hier wieder auf diesem Kanal am Sonntagabend. Sonntagabend und dann kommt tatsächlich auch ein Thema, was zu tun hat mit der Wiedervereinigung und dem Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland. Und deswegen kann ich nochmal empfehlen, vorher sich den Film Bornholmer Straße anzugucken. Das ist die Hausaufgabe quasi. Ich hoffe, die Regisseure freuen sich, dass ich solche Werbung mache für den Film. Genau, es ist kein Sponsoring, aber passt thematisch gut für die Episode am Sonntag. Okay, ihr Schön, beiden, kommt gut nach Hause. machen wir. Janusz, willst du noch mal winken zum Abschied? Sehr gerne. Mit den 2 Bierflaschen in der Hand. Tschüss, ihr Lieben. Ciao, bis bald.